Hallo ihr Lieben, falls ihr gerne Suppen und Eintöpfe esst, dieses Rezept aber noch nicht in eurem Repertoire ist, dann solltet ihr es unbedingt aufnehmen, denn diese Suppe ist schon wirklich was Besonderes. Für die Fleischbällchen braucht ihr Faschiertes vom Rind, eine Zwiebel, Wasser und ihr braucht ganz feinen Bulgur, den gibt es zum Beispiel im türkischen Lebensmittelgeschäft oder auch unter dem Link in der Infobox. Außerdem Knoblauchpulver, Paprikapulver, Pfeffer und Salz. Kartoffeln, Karotten und Zwiebeln, Erbsen, Sonnenblumenöl, Paprikapulver, Mehl, Rinderbrüherwürfel, Knoblauchzehen, Tomatenmark für die Suppe. Zuerst bereitet ihr die Fleischbällchen vor und dafür ist es notwendig, dass ihr eine Zwiebel ganz fein reibt. Jetzt vermischt ihr folgende Zutaten, und zwar das Fleisch, den Bulgur, Wasser, die fein geriebene Zwiebel, Knoblauchpulver, Paprikapulver, Salz und Pfeffer. Diese Zutaten werden jetzt per Hand gründlich vermengt und zwar so, dass ihr am Ende eine schöne kompakte Masse habt. Sie sollte weder trocken noch allzu weich sein oder an den Fingern kleben. Jetzt deckt ihr sie mit Frischhaltefolie ab und stellt sie für 15 Minuten in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit wird schon mal das Gemüse klein geschnitten. Bevor ihr die Fleischbällchen formt, bestreut ihr ein Tablett mit reichlich Mehl. Zum Portionieren verwende ich gerne einen Melonenausstecher, damit bekommt man so die ideale Größe hin, aber der ist natürlich optional. Entnehmt immer dieselbe Menge an Fleischmasse, formt ein schönes Bällchen und wendet es im Mehl. Sollte die Fleischmasse nach einiger Zeit an euren Handinnenflächen kleben, könnt ihr diese ein bisschen befeuchten. Diese Menge an Fleischbällchen reicht übrigens für 2 Suppen bzw. Eintöpfe aus. Ich mache das immer so, dass ich die doppelte Menge zubereite, denn dann habe ich beim nächsten Mal, wenn ich den Eintopf koche, die Fleischbällchen schon bereit und es geht einfach schneller. Wenn also die Fleischbällchen alle fertig sind, dann teilt ihr sie auf 2 Hälften auf. Die eine Hälfte verwenden wir sofort und die andere stellt ihr mitsamt dem Tablett in den Gefrierschrank für ungefähr 1 Stunde. Wenn sie dann gefroren sind, könnt ihr sie portionieren und in Gefrierbeutel oder Boxen geben und in den Gefrierschrank stellen. Wie ich den Eintopf mit gefrorenen Bällchen zubereite, könnt ihr im Rezept auf meinem Blog und im angepinnten Kommentar unter dem Video nachlesen. In einem etwas größeren Topf erhitzt ihr zunächst das Öl. Schwitzt das Gemüse der Reihe nach an, also zunächst die Zwiebeln, dann die Karotten und die Kartoffeln. Fügt den Knoblauch hinzu, das Tomatenmark, das Paprikapulver und das Mehl. Fügt auch den Rinderbrüherwürfel hinzu, rührt kräftig um und löscht das Ganze mit dem Wasser ab. Jetzt kocht ihr die Suppe erstmal auf und danach reduziert ihr die Hitze auf mittlere Stufe. Bei mir ist das Stufe 5 von 9. Jetzt wird sie ungefähr 30 bis 45 Minuten lang geköchelt, bis das Gemüse gar ist. Nach dieser Zeit fügt ihr die Erbsen und die Fleischbällchen hinzu und köchelt sie noch weitere 5 bis 8 Minuten, bis die Bällchen durch sind. Diesmal allerdings ohne Deckel, denn die Suppe soll ja noch ein bisschen sämiger werden. Jetzt könnt ihr mit Salz und Pfeffer nachwürzen und ich verwende auch immer frische oder gefrorene Kräuter, vor allem Petersilie und Schnittlauch. Es wird angerichtet und wie ihr seht, ist allein schon die Optik sehr vielversprechend.
Diese Suppe zuzubereiten ist nicht kompliziert und auch nicht sonderlich schwierig, aber ihr habt am Ende ein Gericht, das fast schon als Hauptgericht durchgehen kann und einfach, ja, fantastisch schmeckt. Ich hoffe, dieses Rezept hat euch gefallen und wenn das der Fall ist, würde es mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen hoch gebt, meinen Kanal abonniert und mich auch auf Facebook, Pinterest und Instagram besucht.